Schrödingers Katze ist tot und lebendig. In dem Gedankenexperiment hatte der Wissenschaftler Erwin Schrödinger die paradoxen Eigenschaften der Quantenphysik formuliert. Denn Schrödingers Katze stirbt durch den radioaktiven Zerfall eines Atoms, und da Atome laut Quantenphysik erst durch die Beobachtung überhaupt einen Zustand annehmen, ist diese Katze in einer verschlossenen Box zusammen mit dem Atom beides, tot und lebendig. Und dieses Experiment wurde jetzt real mit einem Laserstrahl umgesetzt. Ich sage nur Achtung, Brainfuck. Bei Klicks um Science Fiction, hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Schon jetzt werden Quantencomputer verbunden und es ermöglicht uns, Botschaften abhörsicher über große Distanzen zu verschicken. Aber es wird noch besser. Bedeutend dafür könnten sogenannte Katzenzustände sein, und das lässt sich erklären mit dem Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger zur Quantenphysik aus dem Jahr 1935, in der die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Eine Katze ist gemeinsam mit einer kleinen Menge an radioaktiver Substanz in einer Kiste eingesperrt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der radioaktiven Atome in der nächsten Stunde zerfällt oder nicht, ist gleich groß. Ein Detektor ist über der Kiste installiert und registriert, ob ein Atom seinen Zustand ändert. Falls radioaktives Material zerfällt, sorgt ein Geigerzähler dafür, dass ein Hammer einen Behälter mit Gift zerstört. Das würde dann den Tod des Tieres bedeuten. Soweit, so klar. Doch Schrödinger stellte auch fest, dass von außen betrachtet ja gar nicht klar ist, ob ein Atom zerfallen ist oder nicht. Zumindest solange die Kiste verschlossen ist. Bis jemand die Box öffnet und nachschaut, verharrt der Atomkern also in der Überlagerung der beiden Zustände zerfallen und nicht zerfallen. Dabei hängt das Leben der Katze doch gerade von diesem Zerfall des Atoms ab. In seinem Gedankenexperiment befindet sich die Katze also in einer Art Zwischenzustand, in dem sie gleichzeitig tot und lebendig ist. Bam! Die Quantenphysik sagt, dass der Zustand erst dann eindeutig festgelegt ist, wenn die Umwelt mit dem System interagiert, wenn also gemessen wird. Dazu der Physiker Gerhard Rampe, er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Nach Erwin Schrödingers Idee kann ein mikroskopisches Teilchen, wie zum Beispiel ein Atom, sich gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Zuständen befinden. Man spricht dann von Überlagerung. Wenn es zudem mit einem makroskopischen Objekt verschränkt wird, kann es seine Überlagerung auch an dieses weitergeben. Daraus ergibt sich das Beispiel von einer Katze, die in Abhängigkeit vom Zerfall eines radioaktiven Atoms zugleich lebendig und tot sein kann. Eine Vorstellung, die jeglicher Alterserfahrung widerspricht. Doch im Mikrokosmos ist eine solche Überlagerung von Zuständen gar nicht so ungewöhnlich. Dazu ein Beispiel. Ein Atom kann sich gleichzeitig nach links und nach rechts drehen. Erst wenn dazu eine Messung durchgeführt wird, entscheidet sich, welche der Möglichkeiten Realität wird. Ähnlich beim Doppelspaltexperiment. Hier kann ein Photon beispielsweise sowohl den einen als auch den anderen Spalt durchdringen. Erst durch die Messung selbst wird der Weg des Photons festgelegt. Total verrückt. Das Ziel von Forschungsteams weltweit ist es, das philosophische Gedankenexperiment von Schrödinger im Labor zu realisieren und dabei diese quantenmechanisch überlagerten Katzenzustände herzustellen und nachzuweisen. Dafür gibt es verschiedene Modelle, allerdings ohne Katzen, denn es geht ja vielmehr um die Überlagerungszustände von Quantenobjekten. Die Kiste, in der die Katze eingesperrt ist, besteht bei dem Experiment des Münchner Forschungsteams aus einem Hohlraum mit zwei gewölbten Spiegeln, einem sogenannten optischen Resonator. Darin ließen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Rubidiumatom schweben. Seine Quantenzustände bringen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einen Überlagerungszustand. Das Forschungsteam aus München nutzte ein Modell, bei dem die Katze durch die Photonen eines Laserpuls dargestellt wird. Dieser wird durch die Wechselwirkung mit dem Resonator mit dem Atom verschränkt. Somit übernimmt das Laserlicht die Überlagerungseigenschaften des Atoms. Dazu Stefan Welte, einer der beteiligten Forscher. Es ist uns gelungen, fliegende optische Katzenzustände herzustellen und zu zeigen, dass sie den Vorhersagen der Quantenmechanik entsprechen. Wir konnten somit beweisen, dass unsere Methode funktioniert und weiterhin untersuchen, welche Parameter entscheidend sind. Und nicht nur das, denn das Besondere bei diesem Experiment ist zum einen, dass sich die Art der Zustände gezielt steuern lässt, heißt also konkret, dass beliebig viele Zustände mit unterschiedlichen Phasen der Überlagerung hergestellt werden können. Zudem kann die Katze den Kasten verlassen und bleibt trotzdem im Überlagerungszustand. Die Photonen behalten nämlich ihren Überlagerungszustand
selbst wenn sie durch eine Glasfaser gesendet werden. Die optischen Katzenzustände können somit über weite Distanzen aufrechterhalten werden. Weil die Katzen in diesem System also mobil sind, quasi fliegen gelernt haben, ist das Forschungsteam mehr als optimistisch, dass ihr Experiment bei der Entwicklung und beim Betrieb futuristischer Quantennetzwerke nützlich sein wird. Denn diese fliegenden optischen Katzen könnten in Zukunft verwendet werden, um Quanteninformationen zu kodieren und zu übertragen. Dazu Gerhard Rempe. Schrödingers Katze war ursprünglich in eine Kiste eingesperrt, um Wechselwirkungen mit der Umgebung auszuschließen. Optische Katzenzustände, wie wir sie realisiert haben, sind nicht in eine Kiste eingesperrt, sondern fliegen frei. In Zukunft möchten wir mit dieser Technologie ganze Quantennetzwerke aufbauen, bei der fliegende optische Katzen Informationen übertragen. Bleiben wir bei Katzen. Tierversuche werden nämlich demnächst überflüssig. Die Videopremiere auf unserem englischen Kanal, also das Video gibt es hier noch nicht, The End of Animal Testing, auf jeden Fall extrem interessant. Hier draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.